as the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Das war bis jetzt alles schon ziemlich kaltherzig und blutig. Was kommt denn da noch? Ziemlich metzelös da alles. Aber hier können wir nicht durch. Da ist zu viel Treibgut. Treibgut und Treibschlecht. Ha. Ich wundere mich auch ein bisschen, ob die Geschichten, die wir hier zu hören kriegen, also besonders die jetzt, irgendeine Bewandtnis für unsere eigene Geschichte haben. Weil bisher war das ja immer so ein bisschen Lore zu den Orten oder den Gegnern, die wir halt hatten. So bei der Brücke über die Riesen auf der Brücke und beim Sutra über den Sutra und so. Aber hier jetzt ist es ja so eine ganz eigene Story. Hier oben rum hätte man auch gekonnt. Dann hätten wir unten die Geschichte übersehen. Das ist schon cool hier alles. Sehr cool. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Ja, sowas hält leider nie auf für ewig. Nix hält für ewig. Nur diese Tafeln, die halten für ewig. Nee. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. Yeah. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Was sind denn das alles für Pläne? Und wie viel Zeit die sich lassen? So, ja, ich schlafe erstmal eben mit meinem eigenen Bruder und dann warte ich, bis das Kind irgendwie zu einem gewissen Alter rangewachsen ist. Erstmal so ein Jahrzehnt, 12, 13, 14, 15 Jahre, je nachdem, wie das damals so gang und gäbe war. Und dann gehen wir damit dann den König bekämpfen, mit dem wir die ganze Zeit in Fehde liegen. Was? It's a trick. It's an illusion. It's not real. But do you really think it's real? You want to believe it's real, but it's a trick. Ah. You're deluded. Where are you going? Where is she going? Okay, so gefällt mir das schon besser. You can't even fight. It's just deception. Ich meine, natürlich ist das jetzt hier eine Illusion, aber es ist eine schöne Illusion. Effortlessly caught the world in bliss. If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Hier haben die gewohnt. In den Hütten. Ja, ganz schöne Landschaft hier.
Schön auf den Orkney-Inseln. Schöne Blümchen, schöner Baum. Und hoffentlich ein schöner junger Bursche, der auf uns wartet. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zenua's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me. I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy They you. won't stop me. I can still feel it. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here, No. and all your suffering will have been for nothing. Dillian? Is that you? I'll find you, man. I promise. Es waren also die Nordmänner, die in ihr Dorf kamen. Ich gucke nur noch kurz mal nach so Geschichten. Entschuldigung. Die Nordmänner kamen in ihr Dorf und haben Dillian und wahrscheinlich noch andere getötet. Sie ist von den Orkney-Inseln, das heißt, sie ist keine Wikingerin. Sie ist eine von den Angeln und Sachsen oder irgendwie sowas. Von den Bretonen. Und deswegen nehme ich mal an, bekämpfen wir hier auch die nordischen Götter, weil die ja die Bösen und die Blöden sind. True. Can you see him? You want to believe it. Is he not real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillian? Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. Hier, das ist so ein Ding, aber ich kann mich nicht darauf fokussieren. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you. Gut, dann by the schaue ich tree. halt erst zu dem Baum, wenn ich unbedingt soll. Wo das sind gar keine so Lore-Dinger oder kaputte Lore-Dinger. Weil die hier machen nichts. Aber die müssen ja für irgendwas da sein, sonst wären die ja nicht hier. Vielleicht brauchen wir die, sobald wir den Baum irgendwas mit dem Baum gemacht haben. Und Dillian ist jedenfalls in Hel, weil er ja den nordischen Göttern geopfert wurde. So funktioniert das anscheinend. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive,
Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Sigurd's hole. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Vielleicht, aber nicht mit der Geschichte. Ich meine, sie hätte ja nicht zurück ins Feuer laufen müssen. Oder sich einen anderen Plan ausdenken können. Irgendwie, ich finde, die Geschichte funktioniert nicht so ganz für uns, aber ja gut. So geht das bei den Nordmännern. Und was war das Ende der Geschichte? And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. But one day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. Ist das unser Schwert? Eventuell? Kramer, ist das unser Schwert? Oder ist es nur eine Analogie wegen Schwert aus Bruchstücken und so? Haben wir das legendäre Odins Schwert, was irgendwie seit Generationen durch unsere Familie weitergereicht wurde oder irgendwie sowas? Möglich ist alles. Vor allem hier. Hier ist sehr vieles möglich. Nur nicht, dass Dillion noch da ist. Das ist nicht möglich. Ja, das ist ja ein netter Baum. Da fühle ich mich doch sehr heimelig. Epilepsie. Oder ist das das Schwert? Ist das das Schwert von Odin? Kramer? Da steckt eins im Baum. Kann ich das nehmen? Take it. A sword. Take it. Dillion left it for you. Take it. Take it. Take it. Imagine a sword that can slay gods. Its name is Gram. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gram by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shards. Go to the shard. Go to the shards. What's the shard? Find it. Was? It's the metal runestones. It's in front of you. Find Da kommen wir jetzt in neue Lande, um da so ein bisschen Yggdrasil-Style, ne? the shard. Find the shards. Where is it? Find it. There it is. Focus. Where's the shard? Focus.
Ich wusste doch, die Dinger sind noch für irgendwas wichtig. Get closer. Gucken wir doch mal, was jetzt passiert. It's not A safe. king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tierving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. Okay, es ist ähnlich, aber nicht gleich. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death, because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Dead in the air. You can feel the dead. Und auch hier gibt es wieder Geschichten. Turn back. Why would you bring her? Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Herver, the daughter of a berserker born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tierving. Okay, die Tochter Herbert. Die wollte das Schwert haben. Da drüben ist der Baum. Okay, das teleportiert jetzt uns hier so zu Inseln in der Umgebung. Aber wir wollen immer noch da oben rein eigentlich. Irgendwann. Irgendwann kommen wir dahin. Was finden wir denn hier oben Schönes? Wahrscheinlich irgendwas zu bekämpfen. Ein Grabhügel. In den wir reingehen können, wo es sehr finster ist. Ist hier noch irgendwas von Wichtigkeit? Irgendwas, was irgendwie signifikant ist oder was man übersehen kann? Damit ich nicht in die Finsternis hinabsteigen muss. Ja gut, dann betreten wir das Grab. Vielleicht ist es ja unser eigenes. Go in. You have to go in. Take the torch. It's too dark. Take it. Ja, gute Idee. Help you. Careful. You have to be able to see. Gott. Stimmt, wir können ja aktuell auch gar nicht kämpfen, weil wir kein Schwert haben. Ja, die Lillian, I'm here. Fackel hilft so I'm here for the trials. mittelmäßig. Like when we first met, remember? Oh Gott, es ist einfach ein Labyrinth im Dunkeln. I'll find him. Kann ich das anzünden? Ja. Oh Gott, ich werde mich hier so verlaufen, ne? What's that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? Is that his voice or the voice? Hier sind auch so Runendinger drin, Gottes Willen. Dillian's calling to you. Can you hear him? Where is he? He sounds like he's Herver disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. Gott. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father
after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Das sah gerade so creepy aus. Also wir versuchen jetzt mal nicht in die Richtung von Dillion zu gehen, damit wir die Runendinger finden. Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, Da ist noch eins. it's too scary. I can hear him. Within the burial mound, Hervor calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Hihi. The voice is getting louder. Listen, Dillion. Listen, listen, listen. It's listen. Mag Truth irgendwie, der ist lustig. There he is. You're getting closer. Keep going. Senua, follow the voice. You're nearly there. Ja, die Stimme ist irgendwo da rechts, aber ich will hier lang. He's going to save you. Find the voice. Find him. Ich will mehr Runen. Warte mal, hier ging das Licht an. Das heißt, ich gehe in die andere Richtung. Wir kommen da schon noch lang, keine Sorge. Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find another way. Think. Focus. It's not him. Ah, ich muss den Fackeln folgen. We told you it was a trick. Ich will auch diese Steine finden. Mir fehlt nur noch einer. Muss doch irgendwo sein, das Ding. Okay, da ist irgendwie eine verschlossene Tür. Da ist schon mal nix. Da schwebt eine Flamme. What's happening? It's not him. It can't be. What's that sound? The voice is changing. What? That's not Dillion. That doesn't sound like Dillion. It sounds Das ist das letzte Ding. something more dangerous. Hervor ignores her father's warnings. The grave mound opens, and it seems to be full of fire. Again, Hervor demands her inheritance, but her father warns her the sword is cursed and would be the bane of her family. But he relents and brings her the sword. She leaves the island with it, but the curse holds true, and death would follow in the years to come. And so, Senua, the misdeeds of a father have cursed his daughter. Gehört das auch zu unserer Geschichte? What's in there? What is it? A secret room. There are bars. Okay, da müssen wir irgendwie rein. How does she get in there? Und die Stimmen meinten, die Stimme, die da ruft die ganze Zeit, klingt inzwischen nicht mehr wie Dillion. Find a way. There's always a way. Don't stop now. Don't give up now. Find a way. You're too close to stop. What's Ja, ja, ich höre ja schon nicht auf. Schild eure Nuggets, das wird schon. Ich gebe mir jetzt auch Mühe, dahin zu finden, keine Sorge. You don't recognize it? Don't doubt yourself. You'll never find it. She doesn't recognize it. Yes, you do. You know where you are. She doesn't. Listen for his voice. Listen. Dillion. Does that sound the same? Looks the same. Something's different. Look for clues. What is it? What's different? Bin ich hier gerade über einem Kreis, eventuell. Light the torch. Light it.
Ja, gehe ich mal auf die andere Seite. It'll help you see. Hier, ich muss irgendwie ganz wieder zurück irgendwo. Ich gerade die ganze Zeit im Kreis laufe. Die Stimme wird gefühlt lauter, aber ist schwer zu sagen. Hier sieht doch ganz vielversprechend aus. Kann ich das anzünden? Nee. Gucken wir doch mal hier durch. Quiet. He wants me to find him. I'm lost without him. Das ist ja aber nicht er, das wirst du doch wohl selber wissen. That voice. It's not Dillian. Natürlich nicht. Wahrscheinlich der Vater von der Geschichte oder so. Der Effekt ist ja nicht sehr angenehm gerade. Was ist denn das hier? Dillian wants me to face my fears. Okay. Wir stellen uns mal. Errungenschaft freigeschaltet, entkommen. Schmeiß doch nicht deine Fackel weg. Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. The chieftain's son. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No. they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving. You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Und das war die erste Prüfung. We did it, but there's more Interessant. going. There's more. You're tired, but you have to keep. Wir haben ein bisschen Backstory bekommen von ihrem Vater auch. It's not Auch ein sehr sympathischer Mensch. Konnte man sich ja schon denken, nachdem er seine Tochter irgendwie die ganze Zeit im Haus behält, wenn es ihr nicht gut geht. it's too much. Have you got the energy? She hasn't got the energy. Too much to do. Kommen wir denn zu dem nächsten Stein? Links rum. Ich bin mal gespannt, was die anderen Prüfungen dann sind, weil die war ja jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Das Schwerste wird echt sein, immer diese ganzen Geschichten zu finden.
Aber auch das werden wir schaffen. Nun ja, aber auch wenn ich hier direkt vor dem Ding gleich stehe, würde ich sagen, für mich ist heute mal Schluss und für euch dann auch. Beende ich die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Hellblade, Senua's Sacrifice, wenn wir uns den restlichen Prüfungen hier stellen und hoffentlich das magische Göttertöterschwert aus dem Baum ziehen können. Und dann vielleicht schaffen, Dillion zu retten oder auch nicht. Wir werden es herausfinden. Und wir folgen bis dahin den freundlichen Stimmen in unserem Gehirn. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.